Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. So, du hast eventuell einen Motorcode N47, N57 oder B47. Dann solltest du bei diesem Video eventuell nicht abschalten und zuhören. Ja Leute, noch eine kurze Einblendung. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben. Und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können. Und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt. Oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Deswegen achtet darauf, dass wir euch über YouTube anschreiben können. Und zwar gibt es bei diesen Motorisierungen das Problem, dass die Autos eventuell anfangen könnten zu brennen. Das dazu. Da gibt es bei BMW eine technische Aktion, beziehungsweise die Vorgeschichte ist so. Fahrzeug, zum Beispiel dieses Fahrzeug oder auch ein anderes, kommen zur Ansaugbrücke reinigen. Ansaugkanäle strahlen und wir blenden mal so ein paar Bilder ein, wie die hier hinkommen. Das könnt ihr jetzt dann einmal sehen. Dann wird das Ganze sauber gemacht und es ist aufgefallen, dass die Ansaugbrücke geschmolzen ist von innen. Und da ist das Problem, dass es bei BMW eine technische Aktion gibt, keine Rückrufaktion, sondern eine technische Aktion, dass die AGR-Kühler geprüft werden müssen. Das Problem ist, wenn ihr mit euren Fahrzeugen nicht bei BMW seid, nicht regelmäßig bei BMW seid, dann wird diese technische Aktion bei euch nicht durchgeführt. Zum Beispiel, ihr werdet nicht befragt, ob ihr regelmäßig Kühlwasserverlust habt. Oder ihr fahrt nicht zu BMW, weil ihr Kühlwasserverlust habt. Dann kommt ihr in diese technische Aktion nicht rein und dann fahrt ihr mit einem kaputten AGR-Kühler rum. Wir blenden euch den AGR-Kühler ein. Ihr fahrt mit einem kaputten AGR-Kühler rum und macht euch damit die Ansaugbrücke kaputt, beziehungsweise schmelzt euch die Ansaugbrücke kaputt. Wodurch schmelzt sie? Und zwar das Kühlwasser, was aus dem AGR-Kühler entweicht. Eine Kombination aus Öl, Ruß, Kühlwasser führt dazu, dass die Ansaugbrücke von innen schmilzt. Und das kann so weit passieren, dass da irgendwann ein Loch reinkommt und irgendwann durch dieses Loch weitere Brände passieren, weil dieses Kühlwasser, diese Mischung anfängt zu brennen. Und das könnte eventuell bei dir der Fall sein. In dem Fall ist das hier auch so. Und das Problem ist nicht nur, dass das Fahrzeug anfangen könnte zu brennen. Das ist natürlich das Allerschlimmste, was passieren kann. Aber es kann auch passieren, dass diese Stückchen sich lösen und in den Zylinder reinfallen. Und das ist natürlich alles nicht gut. So. Und das Problem ist, dass ja nicht jeder sofort oder immer den Service bei BMW macht und deswegen in diese technische Aktion nicht reinfällt. Deswegen will ich mit diesem Video informieren, dass ihr eventuell, besonders der B47, nicht von einer Rückrufaktion betroffen ist. Aber wenn ihr Kühlwasserverlust habt oder die Ansaugbrücke bei euch geschmolzen ist, das können wir euch endoskopieren. Damit könnt ihr vorbeikommen, das können wir nachgucken und euch sagen, ob euer AGR-Kühler Kühlwasser verliert oder ob eure Ansaugbrücke geschmolzen ist. Und dann habt ihr die Möglichkeit, eventuell vielleicht durch diese technische Aktion bei BMW auf Kulanz eine neue Ansaugbrücke und einen neuen AGR-Kühler zu bekommen. Die AGR-Kühler werden laut einer Rückrufaktion bei dem N47 und einem N57 werden die in einer Rückrufaktion gewechselt.
nicht bei dem B47. Da muss man selber aktiv sein und sich bei BMW melden und sagen, jo, ich habe Kühlwasserverlust, jo, meine Ansaugbrücke ist geschmolzen, so sieht es aus. Und mit dem Video möchte ich damit einmal informieren. Wir packen eine PDF unten in die Videobeschreibung. Das ist eine PDF für den N47 und für den N57. Das ist von BMW. Ich weiß gar nicht, ob ich das reinhalten darf, aber wir dürfen das rein theoretisch unten verlinken. Und dort sind alle Bilder drin, alle Bilder, alle Infos dazu, weil die PDF war ganz normal im Forum drin. Deswegen denke ich mal, sollten wir eigentlich keine Schwierigkeiten bekommen. Das Ganze, da ist ja kein Copyright oder so. Ich glaube nicht. Da sollten wir eigentlich keine Probleme mitbekommen. Und da steht alles drin, was damit gemacht wird. Ja, worauf ich hinaus möchte ist, wenn ihr Kühlwasserverlust habt und ich sag mal Vorsorge machen möchtet bei euren Fahrzeugen, könnt ihr euch auch gerne, wenn ihr jetzt nicht in der Umgebung seid, könnt ihr euch natürlich auch gerne bei BMW melden. Die werden in dieser technischen Aktion das Ganze für euch prüfen und werden euch dann sagen, ob eure Ansaugbrücke und AGR-Kühler auf Kulanz getauscht wird oder nicht. Mit diesem Video möchte ich euch damit informieren, dass ihr eventuell ein Problem habt mit eurem AGR-Kühler und nicht von BMW benachrichtigt werdet über die Fahrgestellnummer, weil wenn man jetzt zum Beispiel, bei dem Kollegen war das genauso, er war bei einer Rückrufaktion für die Software, wurde er benachrichtigt, aber er wurde nicht benachrichtigt für die Rückrufaktion, beziehungsweise er bekommt auch keine Rückrufaktion für den AGR-Kühler. Aber wenn man sich beklagt, dass der Kühlwasserverlust hat und zeigt, dass der Ansaugbereich geschmolzen ist, dann gibt es die Chance, das Ganze auf Kulanz bei BMW zu bekommen. Damit möchte ich einmal aufmerksam machen, dass du oder dein Bekanntenkreis, kannst du gerne das Video natürlich teilen oder informieren oder die PDF zu schicken, dass das eventuell mal geprüft werden sollte. Ja, so sieht das Ganze aus und alles Weitere könnt ihr natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben. Deswegen wichtig, Motorcode. Ihr könnt natürlich auch gerne carstudio@gmx.net eure Fahrgestellnummer hinschicken und dann kann ich euch sagen, welchen Motorcode ihr habt. Da könnt ihr natürlich gerne eine E-Mail schreiben mit eurer Fahrgestellnummer, dann schreibe ich euch, welchen Motorcode ihr habt, weil viele wissen gar nicht, welchen Motorcode habe ich denn eigentlich. Alles kein Problem, unten in der Videobeschreibung, da ist die PDF, da ist E-Mail-Adresse, könnt ihr alles gerne hinschicken und dann können wir das Ganze für euch sagen, welchen Motor ihr habt. Ihr könnt auch gerne einen Termin machen, dann kommt ihr hier hin und dann gucken wir uns das Ganze einmal an. Und ihr könnt auch selber aktiv sein. Ich zeige euch einmal, wie ihr selber jetzt bei dem B47 aufmerksam prüfen könnt, ob eure Ansaugbrücke betroffen ist oder nicht. Und ich würde sagen, los geht's. So, folgende Problematik haben wir. Hier sitzt der AGR-Kühler. Der AGR-Kühler ist dafür da, die Abgase, die zurückgeleitet werden, in den Ansaugtrakt abzukühlen. Das Ganze passiert mit Kühlwasser. Das Ganze wird mit Kühlwasser umspült, damit die Abgase, die heiß sind, kalt in den Ansaug kommen. Hier ist das Problem, dass die innen drin undicht werden. Das heißt, dass sich Abgase mit Kühlwasser vermischen bzw. Kühlwasser in den Ansaug gelangt. Die Mischung, dass hier auch Öl reinkommt vom Turbo, der ab und zu mal ein bisschen Öl verliert, und Ruß von dem Abgas, ergibt eine teuflische Mischung, wo die Ansaugbrücken anfangen zu schmelzen, weil Kühlwasser noch dazu kommt. Und Kühlwasser hat hier drin nichts verloren. So. Und in der technischen Aktion wird nichts anderes gemacht als der Abgasdrucksensor wird abgeschraubt und dann kann man mit einem Endoskop hier reingucken, ob hier Kühlwasser drin ist. In der PDF, unten in der Videobeschreibung könnt ihr alles sehen, wie die Schadensbilder von dem Kollegen hier aussehen. So, bei weiterer Aktion könnt ihr selber, wenn ihr jetzt kein Endoskop habt, könnt ihr den Ladedrucksensor abschrauben. So, wenn bei euch das Ganze schon extrem geschmolzen ist, dann passiert es so weit, dass der Ladedrucksensor auch geschmolzen ist. Ich blende euch mal ein Bild ein. Wir hatten den nämlich schon draußen und der Ladedrucksensor sieht sehr geschmolzen aus. Beziehungsweise der in dem Fall ist sehr geschmolzen. Und so könnt ihr selber zu Hause
bei Bekannten, wenn ihr jetzt nicht aus der Umgebung kommt, selber den Ladedrucksensor rausholen und euch angucken, wie der aussieht. Und wenn ihr Kühlwasserverlust habt, kann es natürlich auch irgendeine andere Ursache haben, aber es könnte der AGR-Kühler sein, der euch dann die Ansaugbrücke schmelzt. Ja, das als Information für die BMW-Fahrer. Ja Leute, so sieht das Ganze aus als Infovideo. Wir schreiben mal in die Videobeschreibung bzw. in den Titel BMW Rückrufaktion Kulanz und die Motorcodes. Und ja, wir können das Ganze für euch auch diagnostizieren, Fotos machen und ihr könnt dann bei eurem BMW-Händler das Ganze hinschicken. So haben wir das in dem Fall jetzt auch gemacht. Fotos für den Kunden gemacht und das Ganze zum BMW-Händler gegeben. Und das Ganze ist jetzt im Moment in der Kulanzanfrage, aber mehrere hatten schon das Problem. Und die Kulanzanfrage ist dann erst durchgegangen, wenn die Ansaugbrücke geschmolzen ist. Aber der AGR-Kühler wird eventuell trotzdem ausgetauscht. Das heißt, es könnte passieren, je nachdem, wie der Händler bei der Kulanzgeschichte entscheidet, dass der AGR-Kühler ausgetauscht wird, aber die Ansaugbrücke man selber tragen muss, eventuell. Ich kann da noch nichts Genaues sagen, ich sage nur, diese Problematik ist da und dass die Problematik auf Kulanz bei BMW gemacht wird, bei dem B47 Motor. N47 und N57, da gibt es eine Aktion, dass die AGR-Kühler auf Rückrufaktion ausgetauscht werden. Im Moment Stand der Dinge. Die Rückrufaktion, technische Aktion, das kann sich alles ändern. Deswegen, es reicht nicht aus, dass ihr einfach die Fahrgestellnummer bei BMW anfragt. Ihr müsst wirklich selber mit dem Endoskop reingucken und gucken, ob ihr Kühlwasser verliert und gucken, ob der AGR-Kühler wirklich betroffen ist. Das heißt nicht einfach anrufen, ist mein Auto betroffen? Ja, nein, sondern man muss wirklich selber aktiv sein und dann das Ganze bei BMW anfragen, ob das auf Kulanz übernommen wird oder das Ganze natürlich auch selber auf eigene Kosten machen, damit ihr halt nicht das Problem bekommt, dass ihr einen Motorschaden bekommt. Das als Infovideo für euch und ja, alle wichtigen Infos sind in der Videobeschreibung, E-Mail ist unten in der Videobeschreibung, könnt ihr gerne einen Termin machen, könnt ihr gerne Fahrgestellnummer zuschicken, dann schreiben wir euch, welchen Motorcode ihr habt. Und ja, das Ganze ist jetzt nicht nur, der Motor ist ja nicht nur in F11 drin, der ist ja im, wo ist er drin? X1, 2er, 1er, in vielen BMWs ist der drin. Deswegen wichtig, ihr müsst auf den Motorcode achten, welchen Motor ihr habt. Ja, also der 2 Liter, 3 Liter, 6-Zylinder, 4-Zylinder, einfach Fahrgestellnummer zuschicken und dann wissen wir Bescheid. Ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich dem einen oder anderen weitergeholfen und den Motor damit gerettet, eventuell. Ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, teilt das Video bitte an die, die so einen Motor haben oder einen BMW haben, dass die einfach auf dem Laufenden sind. Und ja, ich hoffe, mit dem Video habe ich weitergeholfen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!